Hallo und herzlich willkommen. Ich bin Elli von Werde Designer und zeige euch heute einen Grundschnitt für eine enge Hose. Dein Vorteil ist, mit diesem Hosenschnitt, den du auf deine Maße erstellt hast, kannst du dann in relativ kurzer Zeit viele unterschiedliche Hosenschnitte abwandeln und Hosen nähen. Bei jeder Hose, die du dir nähst, lernst du dazu. Wenn der Grundschnitt sitzt, dann sitzt auch jede weitere Hose. Das Material ist dehnbar in beide Richtungen. Da gibt es verschiedene dehnbare Stoffe. Und die Hose sitzt ganz eng wie eine zweite Haut. Der Schnitt hat keine Seitennaht. Das Vorderteil ist direkt an das Rückenteil dran konstruiert. Hier habe ich eine Übersicht vorbereitet für eure Orientierung. Hier oben ist die Taille, das ist das Vorderteil und das ist das Rückenteil. Am Schnittrand habe ich die Punkte durchnummeriert. Wenn Kreuzungspunkte entstanden sind, rein nur wegen der Konstruktion, dann habe ich an diesen Punkten eine rote römische Zahl geschrieben. Der Stoff ist sehr dehnbar. Ich habe also hier eine Probe von 20 cm, die habe ich gedehnt, um zu ermitteln, was jetzt das optimale Maß ist für die Dehnung, und das sind jetzt bei dem Stoff 23 cm. Jetzt gibt es eine Formel, da rechnet man 100% mal die Dehnung durch die Ausgangsbreite, also durch die 20 cm. Und da komme ich jetzt bei diesem Stoff auf 15% Dehnung. Ich habe dann meine Taille gemessen, die Hüfte, die Wade und die Fessel und habe diese Maße mal 0,85 genommen, eben wegen diesen 15%. Bei der Sitzhöhe habe ich ein bisschen weniger abgezogen. Die Sitzhöhe habe ich mal 0,95 genommen. Dann braucht ihr noch die Länge der Hose an der Seitennaht, also von der Taille bis zu der Länge, die die Hose haben soll. Dann braucht ihr noch den Ristumfang, um zu testen, dass die Hose auch über den Rist geht. Dann braucht ihr noch den Knieumfang und den Oberschenkelumfang auch, das ist auch so ein Kontrollmaß. Ich habe angefangen mit einer senkrechten Linie und habe die Schritthöhe abgetragen und die Länge der Hose. Dann bin ich von unten nach oben und habe die Höhe der Wade als waagrechte Linie eingezeichnet, eine Knielinie, eine Hüftlinie und eine Taillenlinie. Für die Taillenlinie habe ich die Seitenlinie um 1 bis 1,5 cm gekürzt. So, jetzt wird es leider ein bisschen kompliziert, aber ich habe das alles in Schritten aufgeteilt. An der Saumlinie habe ich die Hälfte des reduzierten Fesselumfangs nach rechts abgetragen und die Hälfte nach links. An der Wadenlinie habe ich die Hälfte des reduzierten Wadenumfangs nach rechts abgetragen und nach links abgetragen. Auf der Schrittlinie habe ich ein Viertel des reduzierten Hüftumfangs abgetragen und habe dem Punkt den Namen römisch 2 gegeben. Und von römisch 1 nach links habe ich ein Viertel des reduzierten Hüftumfangs abgetragen und eine Senkrechte nach oben gezeichnet und habe diesen Punkt römisch 3 genannt. Dann bin ich von römisch 3 nach links gegangen, und zwar ein Zehntel des reduzierten Hüftumfangs, und habe so den Punkt 3 erhalten. Von Punkt 2 bin ich ein Zwanzigstel des reduzierten Hüftumfangs plus 1 bis 2 nach rechts gegangen und habe so den Punkt 4 erhalten. Von römisch 2 bin ich senkrecht nach oben und habe einen Schnittpunkt bekommen mit der Taillenlinie, den habe ich römisch 4 genannt. Von römisch 3 bin ich senkrecht nach oben gegangen und habe einen Schnittpunkt mit der Taillenlinie bekommen, den habe ich römisch 5 genannt. Von römisch 5 bin ich 3 cm nach rechts gegangen und habe dann eine Verbindung zum Punkt 13 gezeichnet. Eine gerade Linie vom Punkt 13 zu diesem Schnittpunkt mit der Taille und darüber hinaus. Hier konnte ich dann den Bogen zeichnen. Dann bin ich 3 cm senkrecht nach oben gegangen, habe den Punkt 9 bekommen und habe den mit dem Punkt 5 verbunden. Und den Punkt 5 habe ich mit dem Punkt 4 verbunden. Von der Saumlinie bin ich 3 cm senkrecht nach oben gegangen, habe den Punkt 10 bekommen,
habe den Punkt 10 mit 8 verbunden und den Punkt 8 habe ich mit dem Punkt 3 verbunden. Die Strecken zwischen 9 und 5 und 10 und 8 etwas einrunden. Auf der Knielinie bin ich 2 bis 3 cm nach innen gegangen und habe den Bogen gezeichnet. Von der Knielinie zum Punkt 4 habe ich gemessen und habe dieses Maß übertragen und bin hier so knapp drunter gelandet. Es gibt jetzt 2 Kontrollen, die man durchführt. Einmal überprüft man am Schnitt, ob das Maß des Oberschenkelumfangs stimmt, und das Maß des Knieumfangs kontrolliert man am Schnitt. Am Punkt 4 bin ich 1 cm nach links gegangen und habe den neuen Punkt mit dem Schnittpunkt auf der Hüftlinie verbunden und habe dann hier diesen Bogen gezeichnet. Den Bogen kann man ganz gut zeichnen, wenn man die Strecke halbiert und dann nochmal viertelt und so Hilfslinien einzeichnet. Und hier habe ich dann den Winkel angelegt. Also ich habe zu dieser neuen Linie einen rechten Winkel angelegt, bis ich auf dieser Höhe war, und konnte dann die Linie einzeichnen. Hier bin ich im rechten Winkel nach oben und irgendwann habe ich dann die Linie getroffen und habe dann die Linie gezeichnet. Und so ist jetzt der ganze Umfang entstanden. Hintere Mitte, Taille, vordere Mitte, Saumlinie. Das ist der Grundschnitt für eine enge Hose. Ich wünsche euch jetzt viel Spaß beim Konstruieren und Ausprobieren. Bis bald!